Hallo liebe Freunde der Schauberger Technik. Ich möchte mit euch meine Gedanken teilen. Und zwar, wenn wir eine Welle, sei es eine elektromagnetische oder eine Wasserwelle im Raum betrachten, dann können wir hier mal eine Wellendurchmesser annehmen von 1 Meter, wo eine Halbwelle sich hier in dieser Höhe bei einem halben Meter befindet und wo dann die zweite Halbwelle entsteht. Hier das nochmal verdeutlicht bei dem Zylinder, wie sich die Welle also im Raum ausbreitet und ihre Räumlichkeiten mit sich bringt. Wenn wir jetzt diesen Form als Zylinder mal nehmen und setzen dem mal einer Strömung aus, so ist die Strömung in der Mitte gleich der Strömung, also die Strömungsgeschwindigkeit in der Mitte genauso wie die Strömungsgeschwindigkeit außen. Der Gegenstand setzt der Strömung, sei es jetzt von unten kommt oder oben kommt, keinen großen Widerstand entgegen. Setzen wir jetzt einen Schlauch sozusagen um diese spiralförmige Ausdehnung, so hat der, wenn wir ihn auch in diese Strömung setzen, ebenso. Äußere Widerstandsparameter sind gleich der inneren Widerstandsparameter. Wenn wir jetzt allerdings in die Mitte dieses Schlauches einen Zylinder stellen, der den Schlauch in die Hälfte teilt, so entsteht eine Art Tragflächenprofil. Etwas, wo die Strömung von außen einen größeren Weg vollziehen muss als im Inneren. Wenn wir das jetzt weiter ausdifferenzieren, so sehen wir hier, dass da also jetzt eine halbe Schlauchwelle sozusagen hier entsteht. Und wenn man die aufeinander legt, kriegt man also hier eine schöne Spirale halt hin. Und jetzt betrachten wir diese Spiralform, diese Halbspirale, mal auch in einer Strömung. Wie verhält sich diese Strömung? Diese Strömung bildet in der Mitte einen dichteren Kern, der im Vergleich zur Außenströmung schneller strömt und der einen Sog erzeugt vor der Strömung. Also wenn die Strömung von oben kommt, muss sie im Außen einen längeren Weg zurücklegen. Im Inneren entsteht ein Unterdruck und die Spirale dreht sich sozusagen in der Strömung nach vorne. Sie muss sich in der Strömung nach vorne drehen, weil der Drall, wenn hier also die Strömung drauf trifft, drückt es sie zur Seite und die Spirale fängt sich automatisch an zu drehen. So, diesen Gedanken, den ich hier habe, wenn man den auf eine Schraube, auf eine Turbine überträgt, hat man also eine voreilende Sogströmung, die dieser spiralförmigen Bewegung vorauseilt. Und es entsteht ein Unterdruck. In dem Fall ist es sozusagen die Strömung wird in der Mitte kühl und im Außen ist sie warm. Und wenn wir das auf den Strom übertragen, so könnte man Folgendes sagen: Wenn man einen Stromleiter baut, in dessen Mitte ein Metall ist, was einen geringeren elektrischen Widerstand hat als der Außenmantel dieses Kabels, so entsteht eine Strömung oder ein
ein insgesamter Innenwiderstand vom Kabel, der geringer ist, als wenn man nur ein normales Kabel mit einem Metall halt nehmen würde. Okay, das sind meine Gedanken zum Thema Schauberger, auch vereinfachte Repulsine. Und ja, vielleicht hat jemand Lust, das im 3D-Drucker mal nachzudrucken und mal in Strömung zu setzen. Mal schauen, was es bringt. Tschüss.